Wir sind einfach viel zu verwöhnt von den Toyotas, aber die halten unglaublich. Erstaunlich. Ja. Das ist der Hammer, die Dinger. Aber neue Ersatzteile. der Hoffnung stirbt zuletzt. Das sind immer wieder ihr Hübschen. Die zwei Dreierautos, wo ihr natürlich mit Sicherheit doch einiges an Input bekommt von unserem Kamerakind, die sind gut gelaufen. Und an dem Vierer, den wir jetzt nach länger mal wieder gefahren sind, da hat ein bisschen die Kupplung geschwächelt. Genaueres wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall werden wir dann zu Hause mal das Getriebe ziehen. Und damals lag der Preis so bei 34.000 € für eine Kupplung, was schon sehr viel Geld ist. 2 minutes to countdown. Dann sehen wir uns dann wieder in Ulm. All engines running. 3, 2, 1, 0. Feet, 8 feet. The Eagle has landed. So, wir haben jetzt alles ausgeladen, sind wieder zurück in der Werkstatt, in der Heimat und wir werden die Kupplung jetzt erstmal zerlegen und schauen, was uns da entgegenkommt. Wie ihr seht, die Scheiben habe ich schon alle gereinigt. Es sind insgesamt 7 Scheiben. 3 Scheiben, die später hier auf den Stern kommen. Die anderen 4 Scheiben halt, die sind dann später mit dem Korb verbunden. So, hier seht ihr die Doppelfederkupplung. Also diese Kupplung hat 2 von diesen starken Federn, die Vorspannung drauf geben. Das ist dann später der Korb. Und das hier sind diese Spacer, um quasi die Kupplung auszutrimmen. Sehr teures Bauteil, aber auch endgeil. Wenn ihr die Sachen mal zerlegt und mit Titan, Magnesium und die ganzen tollen Sachen, die so ein Formel-1-Auto hat, ist schon super. Jo, alles klar, dann gleich geht's weiter. Kommt der Remco oder nicht? Klar kommt der Remco. Unsere persönliche Waffe aus Holland. Einen Fallrad machen. Neue Ersatzteile. Der Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin da. Gottverdammt, der Remco ist da! Kupplung ist zusammen jetzt. Jetzt sind wir so weit, dass wir im Grunde genommen den eigentlichen Ausdrucker aufbauen können. Das ist dieses Teil hier, was im Grunde genommen ein hydraulisch betätigte Kolbe ist. Da ist ein Keramiklager drin, die hier an den Puller befestigt worden ist. Und wenn man dann auf die Leitung über das System Hydraulikdruck gibt, geht der Kolbe nach hinten, zieht damit den Puller hier nach hinten, zieht damit den Feder und damit öffnet sich die Kupplung. Da ist dann noch ein Wegsensor dran, die braucht man für die Steuerung der Kupplung. Das hier zum Entlüften ist ganz wichtig. Wenn da Luft drin wäre im Bereich von dieses Teil, dann ist die Genauigkeit, womit du die Kupplung steuern kannst, nicht ausreichend. Also ist wichtig, dass da alle Luft draus ist und nur Hydrauliköl. Kannst du noch kurz erklären, wieso die K-Nuts aus Silber sind? Ach, die schöne Silberfarbe, ja, das kann ich. Es gibt im Grunde genommen 2 unterschiedliche. Die normale K-Nuts, die du, müsste hier eigentlich, sieht man hier, sind hier überall verbaut. Das sind normale. Das hier, die weiße oder silberfarbige, sind hitzefeste K-Nuts. Das bedeutet nicht, dass die nicht, weil die werden auch schon sehr warm, sagen wir so bis zu 150 Grad bekommen die auch ab. Aber hier der Kupplung nur teilweise geöffnet ist, also Schlupf hat, werden die Kohlefaserplatte extrem warm. Ich denke mal, um die 600 Grad bekommen die schon ab. Die Bremsscheibe zum Beispiel, die Kohlefaser-Bremsscheibe, die an die Vorder- und Hinterräder dran sind, die bekommen über 1000 Grad, 1200 Grad. Das werden die nicht ganz mitbekommen, aber ich denke 600 Grad kriegen die schon ab. Und das heißt, dass die ganze Materialien, die du hier an die Kupplung verwendest, die müssen die Temperatur auch abkönnen. Und deswegen werden hier die speziellen K-Nuts verwendet, die halt die Temperatur abkönnen, ohne dabei weich zu werden. Jetzt ist es Plan, den Ausdrucker dran zu machen. Der hydraulische Ausdrucker ist angebaut worden. Wir haben entlüftet, haben gecheckt, dass alles dicht ist. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze auch funktioniert, so wie wir uns gedacht haben. Also unser externes Hydraulikaggregat ist angeklemmt. Das heißt, wir haben jetzt Hochdruck auf dem System stehen. Dann gibt es hier Servoventile und damit können wir
Ja, oder mit eins von diesen Ventilen können wir den Ausdrücker ansteuern. Dazu haben wir eine kleine, ganz einfache, primitive Box. Der macht nur Strom zu dem Ventil, kann plus 10 mA bis minus 10 mA, um den Servoventil anzusteuern. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Alles angeklemmt, alles dicht. Und jetzt sollen wir hier mal darauf achten, ob sich da was bewegt, wenn ich ansteuere. Oh, da sieht man, wenn ich das Ventil öffne, dann öffnet die Kupplung sich. Wenn ich das Ventil zumache, geht die Kupplung auch wieder zu. Also, genau wie wir es haben wollen, das funktioniert. Ich kann das sogar auf Automatik machen. Funktioniert alles. Was machen wir jetzt? Wo ist das ein Lenkrad? Ja, jetzt will ich euch mal erklären, wie die Kupplung halt im Auto funktioniert. Weil vorher haben wir gesehen, dass wir dieses Ventil bestromt haben und damit hat sich hier den Ausdrucker bewegt. Im Auto geht das selbstverständlich anders. Ja, da hat man nicht so eine komische Box dran, um den Ventil anzusteuern. Das wäre dann wohl sehr kompliziert. Da passiert was anderes. Und zwar, hier hat man den Lenkrad von diesem Auto, ganz viele Tasten drauf auf der Vorderseite, aber auf der Rückseite ist auch was. Da gibt es ein paar Hebel, und zwar der untere ist, um den Kupplung zu betätigen. Die obere sind zum Hoch- bzw. Runterschalten. Was passiert jetzt? Ich will den Kupplung betätigen. Was ich mache, ich ziehe den Hebel. Damit ändert sich, hier sind kleine Sensoren drin. Damit ändert sich das Signal, was der Sensor rausgibt. Das Signal geht zum Steuergerät. Das Steuergerät erkennt, der Kupplungshebel ist halt in diese Stellung. Das heißt, der Kupplung soll zum Teil getrennt sein. Hier kommt mein Signal vom Lenkrad, geht durch den Rechner und den Rechner steuert das Ventil an, womit das Ventil den Kolben ansteuert. An den Kolben hier ist auch wieder ein Sensor und das Signal von diesem Sensor geht auch wieder zum Steuergerät zurück und das Steuergerät erkennt dann, jetzt ist mein Kupplungsausdrücker genau an den Stellung, die übereinstimmt mit der Stellung vom Kupplungshebel. Und so funktioniert das System halt im Auto. Der Laurent hat ja auch schon mal Lenkräder erklärt, ne? Zu solche Sachen, wie das funktioniert mit der Steuerung, da ist der Laurent absolut Experte. Also wenn du da was Genaues wissen möchtest, dann muss man den Laurent dazu fragen. If you have any question, do not hesitate to ask and it will be a pleasure to give you an answer. Der kennt sich da tipptopp aus. Viel besser wie ich. Oder ich blende sein Video oben ein. Oder du blendest dein Video oben ein. Will not give that. Also vom System her, hydraulikmäßig, mechanisch, funktioniert das alles. Jetzt können wir eigentlich das Getriebe dran stecken und das Auto irgendwann, wenn der Alessandro wieder da ist, können wir das Auto starten und versuchen, ob alles im Gesamtfahrzeug funktioniert.
Ja, wie ihr gesehen habt, heute ist schon schön gelaufen. Alessandro hat die Kupplung gecheckt, allem drum und dran. Funktioniert alles wieder. Wir haben die ein bisschen was ausgeschimmt. Ja, was haben wir? 0,3, ne? Oder 0,2? 0,2 mm Schilddecke. Ja. So, Ja. Also haben wir von 0,5 auf 0,7 sind wir gegangen. Und guckt euch hier unsere 103er an, oder? Ach, da. Da 103er. Da, 103, hier, gucken. Und dann unten auch noch 100. Unten auch noch Auto. Ja. Also dann, ciao. Peace and Harmony.